Domina Diaries mit Lisa Launes und Benne Schröder. Wer leiden will, muss zuhören. Hallo und herzlich willkommen und ich sag's jetzt wirklich, liebe Sklavis. Ja, liebe Sklavis. Wir haben nämlich uns für euch Zuhörer genau diesen Namen ausgedacht, weil jeder von dem Podcast hat ja seine Wir brauchen Fans. sowas. Es gibt die Swifties, die Bibis. Ja. Also, jetzt haben wir die Sklavis. Einfach die Sklavis. Also, herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Wir sind's, Lisa Launes und Benne Schröder für euch wieder. Genau, live on stage. Leute, ihr wisst, ihr könnt uns jederzeit schreiben. Domina_Diaries heißen wir bei Instagram und wir freuen uns auch über Sprachnachrichten. Und wir werden weiterhin alles auseinandernehmen aus dem Leben einer Domina, denn es ist schon so. Lisa Launes ist Deutschlands bekannteste Domina und nicht nur in Deutschland, auch in Österreich und der Schweiz. Du tingelst ja die ganze Zeit hin und her, ne? Genau, ja. Das ist schon krass. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, nicht nur in Deutschland zu sein, sondern wirklich dann auch immer Österreich und Schweiz mitzunehmen? Also, das hängt wahrscheinlich auch mit meinem Sternzeichen zusammen. Ich bin Schütze, bin sehr neugierig als Schütze-Mensch und wir Schützen, wir reisen sehr gerne und wir erkunden auch gerne fremde Länder und fremde Kulturen und so. Und ich meine, jetzt um hier in der Nähe zu sein, was gibt's denn um uns rum? Deutschland, Österreich und die Schweiz, ne? Liechtenstein. Welches Land ist als Domina das Beste? Also die Schweiz ist schon sehr gut, ne? Muss man schon sagen. Zahlen die mehr? Die Schweizer zahlen mehr, ja, weil in der Schweiz ist ja alles teurer, ne? So, in der Schweiz kostet ja eine halbe Stunde schon 200 und eine Stunde 400 bis 500, ja, während man in der Deutschland ja 250 bis 300 Euro bekommt, ne? Und der Schweizer Franken steht natürlich schon höher im Kurs im Moment als der Euro, ne? Okay, also ihr könnt es auch wirklich bei Instagram sehen, wie Lisa immer dann mit dem Zug von Studio zu Studio reist und sich da einmietet. Genau. Das ist voll spannend zu sehen. Wie unterscheiden sich denn, also die Leute sind ja auch irgendwie sicherlich unterschiedlich so in Sachen Mentalität, oder? Also sind die Schweizer dann eher, in meinem Kopf sind die zurückhaltender. Ja, also die Schweizer, die brauchen schon einen Moment, bis sie mit einem warm werden. Ja. Ne? Sagen wir es mal so. Die Schweizer sind auch sehr zurückhaltend, ne? Aber wenn du die einmal gewonnen hast und sie dich ins Herz geschlossen haben, sagen wir es mal so, in das kleine Sklavenherz, ne? Ja. Dann hast du sie für immer, ne? So. Aber wie gesagt, es ist manchmal ein bisschen anstrengend, der Weg dahin, ne? So, ja. Und da sind die Schweizer etwas komplizierter als die Deutschen oder Österreicher, ja. Obwohl man jetzt auch sagen kann, das ist auch von Woche zu Woche oder jeder ist auch nicht jeden Tag gleich drauf oder so, ne? So. Aber ja, die Schweizer wollen schon sehr viel schreiben, ne? Ja, vorher dann alles abklären, genau. Vorher sehr viel schreiben und das ist natürlich für mich sehr anstrengend, ja, weil ich habe meine Sessions, ich krieg E-Mails, ja, ich krieg Anrufe und dann noch immer per WhatsApp zu schreiben, ja, und manche wollen dann immer die volle Aufmerksamkeit von mir und die verstehen aber nicht, dass ich noch mit 50 anderen schreibe. Ne? Ja. Da brauchst vielleicht irgendwie einen Assistenten oder so. Zum Beispiel. Oder einen Chatbot, der das alles für dich übernimmt. Irgendwann mal, ja, im Moment geht's noch selbst, aber ich lasse es mittlerweile auch liegen. Du, ob ich dann mal eine Stunde nicht antworte oder so, ich sag dann, ich bin ja auch in einer Session und ich bin ja nicht nur am Handy, ne? Klar. Und das tue ich auch jedem erklären. Nur manche, die auch neu sind, die verstehen das nicht. Oder das Problem ist, manche wollen jetzt und sofort einen Termin und wenn ich nicht gleich reagiere, dann sind sie gleich eingeschnappt, ne? Ja, so, okay. weil dann, da kommen wir wieder dazu, jeder möchte der Einzige sein, ne? So, und denkt auch, er ist der Einzige, ne? Ja. So, und man muss das natürlich auch ein bisschen so verpacken, ja? Du bist im Prinzip jetzt der Einzige, ja, weil es ist natürlich schlimm, aber ich sag dann auch manchmal, hör mal, glaubst du bist alleine hier? Ich habe noch 10 andere hier in der Warteschleife. Die stehen draußen Schlange.
Ja, okay, so ist es. Gibt's was, wenn du an deine letzte Schweizwoche zurückdenkst, irgendeinen Sklaven, an den du dich besonders erinnerst, der was Besonderes wollte? Ja, also also ich hatte so lachen müssen. Oh Gott, das klingt schon gut. Ja, weil ich hatte einen Sklaven und der hatte vom Zahnarzt ein Professorium bekommen, ja, und ich musste dann so lachen und er musste mir meinen Umschnallschwanz blasen und hat gesagt, bevor mir das Provisorium rausfällt, lege ich's bei dir hier auf den Tisch, ne? Und dann hat er seine Zähne ausgepackt, ne, und auf den Tisch gelegt, ne? Und als wir mit der Session dann fertig waren, ja, ich fange ja dann an zu putzen und ich habe dann ich habe gedacht, das ist Dreck alles, was auf dem Tisch liegt, und habe dann dem sein Gebiss in den Mülleimer geschmissen, ne? Und der kam dann vom Bad nach der Session, vom Duschen zurück, ne? Und hat dann seine Zähne gesucht und ich habe gesagt, was weiß ich, wo du die hast. Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja vorhin sauber gemacht, ne, und habe dem sein Gebiss in den Mülleimer geworfen. Ne. Dann musste der das natürlich wieder aus dem Mülleimer rausholen. Ja, okay. Aber das sind halt so die Dinge, die passieren dann auch mal. Und ich musste dann so lachen auch. Ne. Und er hat dann auch gelacht ohne Zähne. Und dann musste ich noch mehr lachen. Also... Liebe Leute, falls ihr jemals einen Termin bei Lisa habt, nehmt niemals eure Zähne raus, bitte. Könntet sie verlieren. Wer weiß, ob die wegkommen. Das wollen wir nur nicht. Okay, nee, das klingt wirklich schön. Ich würde voll gerne diese Woche mit dir über Dinge sprechen, die du machst und die du nicht machst. Weil das ist ja auch so eine Sache und besonders gibt es da saugroße Unterschiede zwischen Domina und sämtlichen, es gibt ja weitere unzählige Formen von anderen Sexarbeiterinnen. Ne? Ja. Also fangen wir doch erstmal damit an. Was ist denn, gibt es so irgendwie einen Renner bei dir, irgendwie was, das total oft gefragt wird? Was ja, also das meiste ist eigentlich Fesseln, Eier abbinden, ne, Harnröhre, Brustwarzen, sowas, ne, und Anal, okay. Ne. Das ist eigentlich so das Gängigste, was eigentlich so die meisten Sklaven mögen, ne. Die möchten so ein bisschen geteasert werden, ne, so ein bisschen gefesselt werden, ausgeliefert sein ist ein ganz großes Thema, ne, klar, damit sie sich auch nicht wehren können, ne. Und ich sag dann auch immer, wenn ich die fessel, so, jetzt gehörst du mir, jetzt kannst du nicht mehr davon rennen, ne? Mhm. Ja, klar. Und darum geht's. Du musst natürlich auch verbal gut drauf sein, um die Leute da auch hinzukriegen im Kopf, ja, um das auch umsetzen zu können, was sie gerne hören und machen wollen, ja. Weil du musst sie schon in die Lage bringen, wenn sie gefesselt sind, dann auch sagen, so, jetzt gehörst du mir, jetzt kommst du auch nicht mehr raus und ich kann jetzt mit dir machen, was ich will, ne? Und da auch so ein bisschen Angst schüren und so, ja, so dass sie denken, oh Gott, was passiert hier jetzt und so weiter, ne? Also denen musst du schon so einen geilen Film in den Kopf setzen können, ja, wo sie dann nicht wissen, was passiert ist. Ich ziehe manchen dann auch eine Maske auf, dass ich sage, so, du hörst jetzt und fühlst jetzt mal nur, was ich mit dir mache, ne, so. Und das ist für viele halt was ganz Neues, wenn du denen die Sinne entziehst, ja. Sie können nicht sich bewegen, ja, dann nimmst du ihnen das Augenlicht und dann kannst du ihnen noch das Gehör wegnehmen, indem du den Ohrenstöpsel oder einen Kopfhörer aufsetzt, ne. Und dann sind sie dir voll aus und dann müssen sie sich mal nur auf ihr Inneres und auf ihr Feeling konzentrieren, weil du musst dir ja eines vorstellen, die Haut ist ja das größte Sinnesorgan an unserem Körper. Wissen ja viele gar nicht, ne? So, dass du durch die Haut so viel zu spüren bekommst, ne? Und ich ziehe manchen zum Beispiel auch gerne Strumpfhosen oder Strapsen an und fahre denen dann nur mal über die Beine oder so und dann sind die total elektrisiert, ja? Wenn sie nichts hören und nichts sehen und sich dann nur mal auf ihr Gefühl konzentrieren müssen, ja? Und dann einfach ausgeliefert sind und ich sag gar nicht dagegen wehren können im Endeffekt, ne? Also das ist sowas, das hätte ich mir auch tatsächlich so vorgestellt, dieses Fesseln, dieses, sich ausliefern, dass das so der Hauptfaktor ist, was ich nicht erwartet hätte, und das hast du gerade so einfach so nebenbei noch schnell gedroppt, Anal. Also das ist auch echt ein Renner, dass dann
Männer zu dir kommen? Ja, Prostatamassage, Analdehnung, ne, so, ja klar, das ist ein Renner. Und das ist ja auch so ein Thema, wo viele Männer natürlich in der Öffentlichkeit nie dazu stehen würden, weil viele das leider heutzutage immer noch in unserer Gesellschaft gleich mit Homosexualität verbinden, ja. So, aber das hat ja nichts mit Homosexualität zu tun, ne? Wenn man mal ein bisschen anal macht, die Prostata ist ja sehr geil zu stimulieren, ne? Und wenn man weiß, wo die ist, ja, und die dann stimuliert, ja, ich fahre dann erstmal rein mit den Handschuhen natürlich, ne, und stimuliere dann erstmal die Prostata. Und viele, wo das noch nie erlebt haben, ja, die merken dann überhaupt erstmal, dass sie eine Prostata haben. Ne? Und das sind, also, du hast ja gesagt, also die meisten Männer sind, oder alle Männer wahrscheinlich sind hetero oder bisexuell höchstens. Ja, ne? also hetero oder bisexuell, ja, genau. Und die trauen sich ja wahrscheinlich auch einfach nicht, dass, wenn sie in einer Beziehung sind, dass ihrer Partnerin das dann ist ja das zu sagen, ne? Problem, ja, dass viele nicht offen zu Hause reden können über ihre Fetische oder über ihre Neigung oder so, weil sie natürlich immer Angst haben, die Partnerin lehnt sie dann ab. Ja, und sie sind dann zu Hause kein Mann mehr, ne? Ja. So. Und dadurch verlieren viele Männer ja auch dann, haben sie die Angst, den Respekt, ja, dass die Frau irgendwann dann keinen Respekt mehr hat vor ihnen, ne? Und das ist ja das leidige Thema, ne? Wenn viele eigentlich. Frauen offener wären für sowas, dann hätte ich ja gar nicht so viel zu tun. Ja. Also das ist eigentlich krass, ne, dass das daraus entsteht, dass Dinge wie anal, also oder insgesamt anale Stimulation nenne ich es jetzt mal. Es geht ja nicht nur um penetrativen Sex oder so, aber an sich anale Stimulation, dass das voll stigmatisiert ist. Ne? Ja, das ist leider Gottes in unserer Gesellschaft gleich so behaftet mit Homosexualität oder was weiß ich. Also vor allem auch ausländische Mitbürger, die sind da immer gleich so, nein, in meinen Arsch kommt nichts rein. Ne? Und dann sage ich immer, Mensch, du hast es doch noch gar nie probiert. Du weißt ja gar nicht, was tief in dir drin schlummert. Ne? Also ja, es hat auch immer, klar, ne, gesellschaftlich dann direkt sowas Schmutziges. Es ist irgendwie was man sich nicht traut, offen auszusprechen. Genau. Und also bis man sowas dann auch sagt, also nehmen wir mal an, man datet, da sagt man dann vielleicht, okay, ich stehe drauf, was weiß ich stehe auf Deep Throat oder sowas. Aber bis du sagst, ach übrigens, ich stehe drauf, wenn ich den Finger in den Hintern geschoben bekomme oder so, das traut sich ja keiner. Ich erinnere mich gerade, es gab mal von Sex and the City eine Folge, wo Miranda einem Typen immer den Finger in den Hintern geschoben hat und das hat sie einfach so gemacht. Ja. Und irgendwann haben sie Dirty Talk mit eingebaut und dann hat sie gesagt, ja, und du stehst drauf, wenn ich meinen Finger bei dir hinten reinschiebe. Und das war der Moment, wo er dann sie abgeschossen hat, weil er da auf gar keinen Fall drüber reden wollte. Ja, ne? Weil ja, das so, also er steht drauf, sie haben es gemacht, aber drüber reden, no chance. Genau. Auf gar keinen Und Fall. wir müssen diese Sache einfach auch so ein bisschen enttabuisieren, finde ich, ne, in unserer Gesellschaft, ja. Es sollte doch heutzutage eigentlich zum normalen Ton gehören, auch mal einen Finger in den Arsch zu kriegen. Ne? Also Sexualität wäre wahrscheinlich insgesamt viel besser. Also viele Menschen hätten wahrscheinlich viel besseren Sex in ihrem Leben, wenn sie besser kommunizieren würden darüber. Das ist ja das Problem bei vielen Beziehungen, ne, dass Partner gegenseitig sich ja heutzutage auch noch nicht mal sagen können, was sie eigentlich gerne mögen, ne? So. Also viele haben ja da solche Blockaden im Kopf, ne, dass sie darüber auch nicht mit ihrer Partnerin oder dem Partner reden können, ne? Es betrifft ja Mann und Frau, ne? Ja, absolut. Also ich kenne ja auch geile Weiber oder Sklavinnen, sag ich mal, die ich dann manchmal auch mit hab, ne? So, die dann Sachen machen, weil sie daheim das dem Mann nicht sagen können. Ne? So. Und ich biete die dann mit an, ne, bei mir im Programm, ja, weil die gerne unterwürfig sind, was ich ja jetzt nicht bin, ne? Aber viele lieben die Kombination aus einer Domina und eine Sklavin dazu, ne? Okay. Oder ein Sklave, ne?
Viele sind ja auch bi-veranlagt so und viele meiner Kunden möchten ja auch gerne mal einen Schwanz lutschen. Da sind wir ja schon beim nächsten Thema, ne? Bringen die dann jemanden selbst mit? Nein, den organisiere ich dann. Also okay. ich habe solche Sklaven, Bi-Sklaven, ja, die lieben es einfach, sich dann auch mal den Schwanz von einem Mann lutschen zu lassen oder auch mal einen Mann durchzuvögeln, ne? Sage ich mal so, ja. Okay, das heißt, du hast dann da deine Kartei, die du durchblätterst. Genau, mittlerweile ist mein Handy voll mit Sklaven, mit Sklavinnen und so weiter, ne? Und in der jeweiligen Stadt, wo ich bin, gucke ich dann, ach, wen können wir denn heute ranholen, ne? Ah, der Herbert ist da, den gucken wir mal. Der will das bestimmt. Ja, okay, verstehe. Also, ja, du hast jetzt gesagt, was viele Leute wollen und was du auch machst. Und du hast dann zum Beispiel auch gesagt, Handschuhe, ne, hast du dann. Ganz wichtiges Thema. Also ich bin ein Hypochonder, was Krankheiten betrifft. Ja, ich mag keine Körperflüssigkeiten damit in Kontakt kommen oder so. Geschweige denn möchte ich jemand ohne Handschuhe die Prostata stimulieren. Ja. Oder ich ziehe auch bei jedem Umschnallschwanz, den ich mir umschnalle, ich ziehe bei jedem Schwanz ein Gummi drüber, ich ziehe bei jedem Analei ein Gummi drüber, bei jedem Plug, den ich in den Arsch schiebe, ne, ich ziehe überall den Gummi drüber, weil ich finde es halt, ich bin da sehr, sehr, was Sauberkeit betrifft, da so ein richtiger Hypochonder, ja, weil ich mit den Sachen nicht in Berührung komme. Und das ist ja aber auch gut für deine Kunden und Kundinnen, ne? Weil genau, ja, die also Gewissheit ich arbeite haben. sehr steril, ne, so und also ich desinfiziere auch nach jedem Kunden alles, so dass sich jeder bei mir sicher sein kann. Du, wenn ich zu ihr gehe, da weiß ich, da ist alles tipptopp, ne? So, die hat alles desinfiziert, da hängt nicht noch der Schmodder vom letzten dran, ne? Ja, richtig. Fragen das Leute auch? Also sagen dann, kommt auch mal die Frage, hey, ist bei dir eigentlich alles sauber? Ja, und so weiter? Ich habe sogar Leute, die laufen erstmal rein ins Studio und gucken so rum, ne? Ey, ja. Okay, die wollen wissen. Sagt, du, ist alles desinfiziert hier, du kannst dich ganz entspannt fallen lassen, ne? Ja. So, ja, du, weil Leute sind ja auch penibel, wo zu mir kommen, ne? So, du musst ja denken, viele sind verheiratet, haben auch Kinder und Familie zu Hause, ne? Die möchten natürlich schon drauf achten, dass hier alles hygienisch einwandfrei zuläuft, ne? Also, wir reden darüber, was du machst und was du nicht machst. Und du bist wirklich nur Domina und du hast niemals Sex mit Leuten. Das hast du mir auch schon mal gesagt. Ja. Und trotzdem, und das ist auch wieder, deswegen frage ich das jetzt, das ist so ein Hygieneding, wenn du in Österreich bist, dann gibt es da doch trotzdem solche Kontrollen oder du musst da irgendwo hin. Genau, also in Österreich ist es so, da musst du alle 6 Wochen einen Abstrich machen und alle 3 Monate einen HIV-Test und einen Hepatitis-Test, ne? So gegen Geschlechtskrankheiten, also du wirst gegen Geschlechtskrankheiten und dein Blut wird untersucht. Obwohl du ja keinen Sex hast. Ja, aber das ist eine Auflage vom österreichischen Staat sozusagen, dass wenn ich falle ja trotzdem bei denen unter Sexarbeiterinnen, ja, weil die können natürlich da nicht differenzieren, ist das jetzt eine normale Prostituierte oder Domina, weil du musst ja sehen, in jedem Haus, wo ich arbeite, ist immer nur eine einzige Domina im Haus und der Rest sind alles Sexarbeiterinnen. Ja, ne? okay. Und dann können die natürlich nicht wegen einer eine Ausnahme machen, dann müssen die alle das machen. Ja, ne? okay. So. Wenn du dahin musst, dann zu diesem Test, Genau. wie fühlst du dich dann? Also ist das dann nicht irgendwie also ich käme mir irgendwie so vorverurteilt vor, weil du bist ja keine Sexarbeiterin im klassischen Sinne, ne? Ja, aber du, ich sagte, also das erste Mal habe ich mich da immer so ein bisschen geschämt, ja, und so geziert, ja, aber ich sag mal so, du brauchst diesen Stempel in der Kartei, ansonsten darfst du ja nicht arbeiten, ne? Und da kommt das Thema Geld ins Spiel, ich will ja Kohle verdienen, ne? Also, was ist dann das geringste Übel? Klar. Du machst diesen Test, ja, alle 6 Wochen oder alle 3 Monate den Bluttest und einmal im Jahr Lungenröntgen gegen Tuberkulose, also um zu gucken, ob du Tuberkulose oder so hast. So weil viel. das einfach ansteckende Krankheiten sind, ja, und die will ja auch niemand anders haben, ne? Ja. So, und deswegen wirst du da kontrolliert, ja, und erst wenn du diese Stempel in deinem
Buch hast, in so diesem, also man nennt das so Arbeitskarte, ne? Ja. Nur, weil du wirst ja auch kontrolliert von der Polizei, ne? Und wenn du diesen Stempel nicht drin hast, dann kannst du sofort deine Koffer packen und wirst rausgeschmissen, ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du diesen Arbeitsstempel hast, ansonsten darfst du nicht arbeiten. Findest du es dann vielleicht sogar ein bisschen gut, dass das so Ich kontrolliert finde das ganz gut, ja, weil da sind auch schon manche Frauen, die dann irgendwelche Sachen hatten, die dürfen dann nicht arbeiten. Ne? Ja, okay. Kommen wir nochmal zu Dingen, die du nicht machst. Also, Sex ist keine Option. Nein, ist für mich keine Option. Also Sex möchte ich privat haben und die möchte ich nicht bei mir im Studio ausleben. Ja, das ist für mich keine Option, um zu sagen, ich gehe dahin, um meinen Spaß zu haben. Für mich ist das, was ich mache, ein Job. Ja, das ist wie eine Art Berufung auch. Ja, so, weil ich kenne ja mittlerweile alle Tricks. Ja, ich bin ja nicht nur Domina, sondern ich bin Klinikerin, ich bin Rubber Lady. Ja, so, und ich beinhalte alle 3 Kategorien. Ja, und deswegen wird's mir auch nicht langweilig in dem Job, ja, weil wenn du jetzt in einen normalen Job gehst, ja, und jeden Tag in deinem Büro sitzt oder jeden Tag immer die gleichen Kollegen um dich herum hast und so weiter, ja. Ich hatte das ja auch früher, aber mir wäre das zu langweilig. Ich brauche immer so eine gewisse Action und dass irgendwas auch in meinem Leben passiert. Und bei mir ist es ja so, ich weiß ja nie, was der nächste Kunde will. Ne? Das stimmt. So, also und da kommen aber sicherlich auch manchmal Anfragen, wo du dann Nein sagen musst. natürlich, natürlich. Und was kommt da so? Was wollen Leute, wo du ganz klar sagst, hey, da ist Also, meine Linie überschritten? Ja, also es gibt ja auch viele, die von der Werbung her, die sehen nur Bilder und denken, boah, die ist geil, ne? Und dann rufen die mich an oder so und dann sagen die möchten einen Termin. Und viele wollen ja dann auch, ja, ich möchte, dass du Sklavin bist oder ich möchte mit dir Sex haben. Und dann sage ich, lese mal erst die Werbung, bevor du mich anrufst, ja, so. Und manche checken das dann einfach nicht, ne? Und da sage ich schon klar am Telefon ganz deutlich, schau dir die Werbung an, dann siehst du genau, was ich mache und anbiete und was es bei mir nicht gibt, ne? Ja. So, und ja, wie gesagt, du hast halt das immer zwischendurch, ne? Dass Leute dich einfach von der Optik geil finden, ja, und dich am liebsten durchvögeln würden und so, aber dafür bin ich ja nicht da, ne? Und gibt es Situationen, wo das dann vor Ort, also du hast schon jemanden da und der sagt dann, hey, geht nicht mehr? Ja, Können wir natürlich, nicht irgendwie mehr natürlich machen? gibt's das. Dann sage ich, du, wir machen jetzt die Session, ja, und wenn ich mit dir fertig bin, ja, dann wird's dir egal sein, ob das dabei war oder das, ja, dann wirst du so glücklich sein, ne, weil viele, weißt du, ich bin ja auch dafür da, um den Leuten ihren Horizont zu erweitern, weil manche kennen ja nur dieses normale Sexgerammel und Rumgevögel, ne, so, und ich bin ja im Prinzip auch dafür da, um Menschen auch den Horizont zu öffnen und sagen, schau mal, wenn ich dir mal einen Finger in den Arsch oder die Prostata oder ich dir die Harnröhre mal dehne, mit Dilatoren oder die Brustwarzen stimuliere oder, ja. Viele kennen ihren eigenen Körper ja noch gar nicht, ja. Und wenn die zu mir kommen, dann zeige ich denen erstmal, was in denen alles schlummert, ne. Und dafür bin ich ja auch da, Sachen rauszukitzeln und den Leuten auch ihren Horizont zu erweitern und ihnen eine neue Möglichkeit ihres Sexuallebens geben. Ja. Ne? Am Anfang haben wir gesagt, also viele trauen sich nicht drüber zu reden, was sie gut finden, aber genauso viele wissen wahrscheinlich gar nicht, was sie gut finden. Genau. Und das ist ja auch das, was ich ganz oft bei mir im Studio erlebe, ja, dass Leute zu mir kommen und sagen, mach mal. Echt? Ja? Also die haben dann doch keine Vorstellung, die sagen dann einfach, let's go. Genau, ja, mach mal. Ne? Und ich mache dann mit denen immer aus, okay, ich fange an und wenn dir irgendwas zu viel ist oder unangenehm, dann sagst es mir einfach. Ne? Und das ist wie so ein Rantasten bei vielen. Viele machen den ersten Termin aus und ein Sklave nimmt dann, ich schaue ja bei vielen Sklaven zu, was die für eine Entwicklung dann nehmen über die Jahre, ja. Die probieren sich ja dann nicht nur bei mir aus, die gehen ja dann auch zu anderen Dominanten. Was? Ne? Das ist aber nicht okay. Das ist also Doch, das können die ja machen. Solange sie das Geld dann trotzdem bei mir liegen lassen, ist es doch okay. Die sollen dann schön zurückkommen zum Premium. Nein, aber es geht auch darum, die müssen ja auch Erfahrungen machen, wo gefällt's mir denn am besten, weißt du? So, und nicht jede ist ja so, sag
sag ich mal, weißt du, wenn eine nicht gut Deutsch kann oder so, ja, dann merken sie einfach, viele sagen, kommen dann zu mir zurück und sagen, ja, ich war das letzte Mal da und da gewesen, die konnte das verbal gar nicht so rüberbringen wie du. Dann sage ich, ja, aber wenigstens hast du es probiert und weißt jetzt, wo du hingehörst. Oder ne? die ist denen vielleicht, also in meinem Kopf war Domina ja immer, und davon gibt es sicherlich auch viele, die so nur so ganz streng und so, ne? Ja, also so aber eine das richtige. ist das Bild ja, was viele im Kopf haben, ja. Ja. Domina bedeutet, jemanden führen zu können, ja. Und jemanden das zu geben, ja, jemanden auch weiterzubringen und jemanden dahin zu bringen, wo er vorher gar nicht gedacht hat, dass er da überhaupt hin will, ne? Ja. Und das ist so die Kunst, die eine Domina hat, ja, zu sagen, nee, geht nicht, gibt's nicht, wir probieren's, ja, um jemanden auch weiterzubringen in seiner Sexualität, wo einfach viele dann sagen, oh, ich habe gar nicht gewusst, dass mir das gefallen könnte. Und dann sage ich, siehst du, weil es im Kopf war es für dich negativ behaftet, deswegen erst mal machen und mal testen und dann sagen schauen wir viele, auch gerade mit dem Anal oder so, ne, viele sagen, oh, nee, mein Arsch ist noch Jungfrau. Dann sage ich, ja, aber warte doch mal ab, Ja, lass mich bis nur mal jetzt. Finger. Ich glaube, also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, ich glaube, ganz viele der Leute, die zu dir kommen, die kommen auch wegen deiner Persönlichkeit. Weil die wissen, da wird auch dann gelacht oder so, ne? Und du bist einfach, also man checkt ja auch bei Insta sofort, du bist so ein Herzmensch und also da muss ich keine Angst haben vielleicht auch, ne? Genau, ne, ich nehme ja den Leuten auch die Angst, ne? Und ich kann aber auch die Kehrseite sein, ne? Ich kann ja auch richtig übel sein in der Session, ne? Okay. So, ja klar. Und ich kann auch richtig sadistisch sein, ja? Ich kann auch jemand blutig schlagen, ja? Und das darfst du nicht verkennen, ja? Ich bin wie so Zuckerbrot und Peitsche, ne? So, also ich mag vielleicht lachen und so, aber ich kann auch total straight und resolut sein und du Sau, jetzt bück dich, jetzt bist du dran und so, ne? Also das darfst du nicht unterschätzen, ne? Wie ist da so, also kannst du sagen, gibt es da ein Verhältnis von Leuten, die eher so ein bisschen moderater unterwegs sind und die es so richtig hart wollen? Sind das schon dann die Profis auch? Ja. Also die Hardcore-Sklaven, die sind schon dann die Profis, ne, so. Und ich sag mal so, von diesen ganz extremen Sklaven, ja, so, die sind natürlich, sag ich mal, eher in der Minderzahl, ja. Also das ist nicht so, dass du die jeden Tag hast. Du hast meistens so die Sklaven, wo, sag ich mal, etwas softer sind oder so, ne. Ja. Also die ganz harten, die hat man vielleicht 2-3 Mal in der Woche, ne, so. Und die, was so dieses normale gefesselt sein und ein bisschen Arsch, bisschen Harnre, das ist so, das ist so, sage ich mal, das Gängigste, ne? So, und dann gibt's ja auch noch die Gummiliebhaber, ne? So, ich bin ja auch Rubber Lady, ja? Da bietest du natürlich dann auch den Gummi-Sessions an, ja? Und es sind auch so mehr die Genießer dann, ja? Die lieben das Gummi, das zu spüren, umarmt zu werden von dem Gummi und so weiter, ne? So, und deswegen hat man in meinem Job ganz viele unterschiedliche Kategorien von Menschen, die man bedienen muss. Krass, das heißt, es ist ja wirklich, also super divers, was du dann da abrufen musst, ne? Also von bis ist das ja, also jemand, der bei der Versicherung arbeitet und jeden Tag die gleiche Art von Anträgen bekommt, das ist bei dir halt gar nicht so. Also es gibt alles Mögliche. Ja, das stimmt. Also ich habe eine breite Palette, aber wie gesagt, das kommt auch daher, dass ich den schwarzen Bereich anbiete, den weißen Bereich, den Klinikbereich, ne, und den Gummibereich, ne? Und diese 3 Sachen, die beherrschen die allerwenigsten Dominas und deswegen bin ich ja auch in meinem Job so erfolgreich, ne? Bildest du andere eigentlich auch aus? Mache ich zwischendurch, habe ich auch schon getan, ja. Aber im Moment bin ich einfach so viel unterwegs, Hast gar keine Zeit, dass ne? ich da gar keine Zeit für habe, ne? Ja, okay. Boah, da gibt's noch so viel. Also allein, wenn wir zusammen diesen Podcast hören, jetzt Sklavis, ich bin ja quasi einer von euch, ne? Ich lerne ja mit euch auch alles jetzt von Lisa. Also Ja. Da werden meine Azubi sozusagen. Genau. Am Ende sitze ich hier in dem Outfit. Ja, genau. Das kann schon passieren, ne? Nee, aber wir werden, glaube ich, einfach auch sau viel lernen und Neues entdecken. Und allein, was wir jetzt heute alles hier im Podcast hatten, das war schon wieder für mich sehr horizonterweiternd. Also
So soll es auch sein. Dafür bin ich ja auch da, ne? Und ihr könnt mir alle Fragen stellen, die euch auf dem Herzen liegen, ja? Denn wir wollen ja auch euren Horizont erweitern, ne? Also irgendwann werde ich mich auch trauen, nach der Harnröhrendehnung zu fragen. Probier's doch einfach mal aus. Da bin ich wirklich noch gar nicht weit genug für. Ich bring dir das nächste Mal was mit, ne? Dann schiebst du dir mal rein. Da freue ich mich wirklich ganz toll drüber, für dieses Angebot. Ich merke gerade, ich muss jetzt ganz dringend weg. Leute, liebe Sklavis, meldet euch bei uns, wenn ihr Fragen habt. Rettet mich bitte, wenn Lisa was bei mir versucht, was Ich Schlimmes. nehme das nächste Mal noch eine Peitsche mit, dann hau ich hinten eine drauf, unten rum, ja? Genau so wird's. Schreibt uns, zum Beispiel bei Instagram, domina_diaries, so heißen wir bei Instagram. Wir freuen uns nicht nur über eure Nachrichten, sondern auch über eure Sprachnachrichten. Und lasst ein Follow da, ne? Selbstverständlich auch das. Also ihr Lieben, wir hören uns wieder und freuen uns voll Bis drauf. nächstes Mal. Domina Diaries mit Lisa Launes und Benne Schröder. Wer leiden will, muss zuhören.